Der Sommer nähert sich mit großen Schritten. Viel Sonne, ein saftig grüner Wald um mich und dazwischen Gartenarbeit, das ein oder andere Renovierungsprojekt und die Frage, wo ich genug Wasser für den trockenen Sommer herbekomme. Trotz kleiner Herausforderungen sind das Tage genau nach meinem Geschmack. Also, los geht's. Ich habe hier gerade was entdeckt, was mich sehr, sehr freut. Hier ist, glaube ich, das erste Radieschen vielleicht fertig. Ich weiß nicht so genau, wann man Radieschen erntet. Die hat sich hier auch verirrt. Das ist eigentlich die Möhrenreihe. Hier sind eigentlich die Radieschen. Wow! Der Witz ist, eigentlich schmecken mir gar keine Radieschen. Aber ich fand, die sahen cool aus. Ich habe die bei einer Freundin gesehen und dachte mir, ach komm, die sehen aber witzig aus. Wird vielleicht nicht mein Lieblingsgemüse, aber ich habe es selber angebaut. Hey, hallo, also allein deswegen schmeckt es ja wohl. Scharf. Ja, hier muss ich nicht gießen, hat auch Vorteile. Hier, das war mal ein Kürbis, das waren mal Bohnen, die sind auch alle abgefressen. Das war jetzt so ein bisschen mein Opferbeet, hier habe ich auch die Schnecken jetzt machen lassen. Hier sind noch ein paar Brokkoli, mit denen ich es jetzt nochmal versuchen werde. Und, ach ja, hier ist noch ein Kürbis. Ich habe jetzt Schneckenkrägen besorgt und hoffe, dass die Pflanzen damit etwas sicherer vor Angreifern sind. Kragen drum. Ich bin gespannt, ob er überlebt. Selbst im Anzugsschrank waren die Brokkoli nicht sicher. Auch hier sind Schneckenspuren und angeknabberte Blätter. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt überleben. Wir werden sehen. Hallo aus meinem Keller. Ich habe nicht so richtig Lust auf die folgende Aktion, aber ich muss es jetzt tun. Ich habe ein Wasserproblem. All mein Wasser, was ich hier zur Verfügung habe, kommt aus dem Brunnen. Also ich pumpe das aus dem Brunnen hier in diesen Tank. Und das sind 600 Liter, das ist auch vollkommen fein. Das Problem ist nur, dass der Brunnen trocken laufen wird. Spätestens im August werde ich da eine Zeit lang kein Wasser rausbekommen. Ja, jetzt wäre dann halt die Möglichkeit für diesen Zeitraum irgendwie Wasser hierher zu fahren oder so, aber ja, das ist ziemlich blöd. Deswegen wollte ich jetzt hier diesen zweiten Tank noch anschließen, den hatte ich noch auf dem Grundstück. Und die Theorie ist jetzt quasi jetzt schon Wasser vorzupumpen. Weil, wenn ich das quasi leer pumpe, den Brunnen, kommt auch relativ schnell Neues nach und der Grundwasserstand ist gerade auch recht hoch, einfach weil es viel geregnet hat. Ich probiere das jetzt mal, dazu muss ich aber alles umstellen. Ich habe jetzt die letzten Tage den großen Tank leer gezogen, weil ich sicher gehen wollte, dass, wenn ich diese Aktion mache, halt jetzt da keine 600 Liter Wasser drin sind, die sich dann im Problemfall hier verteilen könnten. Also ich wollte wirklich, dass das System einfach trocken ist. Jetzt ist es seit gestern Abend komplett leer. Ich habe jetzt kein Wasser mehr im kompletten Wassersystem, nichts funktioniert mehr, keine Spüle, keine Toilette, keine Dusche, nada. Das heißt, ich bin jetzt unter dem Druck, das Ganze jetzt mal hier zu machen, damit ich das jetzt alles wieder verwenden kann. Oh je, okay. Ich knüpfe hier an das... was war das jetzt? Oh nee, jetzt ist die Lampe kaputt. Oh. Na toll. Ich knüpfe hier an das bestehende System des Vorbesitzers an. An der Stelle wieder Lob an die Vorbesitzer, haben sie wunderbar gemacht. Hier habe ich sogar ein Rückschlagventil dran. Ja, also funktioniert alles top. Und das kommt jetzt aber weg. Und habe jetzt hier sowas. Perfekt. Ich habe wirklich so meine Probleme mit Wasserinstallationen. Bei mir ist nie irgendwas dicht. Und das liegt daran, weil ich schon irgendwie Perfektionist bin, auf eine gewisse Art und Weise, aber eher so, ich bin so ein Zentimeter-Perfektionist und kein Millimeter-Perfektionist. Und bei Wasserinstallationen muss man aber ein Millimeter Perfektionist sein, sonst ist es nicht dicht.
Deswegen ist bei mir meistens nichts auf den ersten Versuch dicht. Aber gut. Wir probieren es. Sieht jetzt bestimmt so aus, als mache ich das so voll entspannt. Dabei fluche ich die ganze Zeit, was ich alles rausschneiden werde. Ach, dann geht das jetzt nicht. Oh! Ich habe die Befürchtung, dass es hier nicht dicht sein wird. Aber das werden wir gleich sehen. Das Tolle am Keller ist, gekühlte Getränke sind nah. Ich pumpe jetzt vom Brunnen in den Tank und dann werden wir sehen. Dazu muss ich jetzt hier mal... Upsala. Ich sehe gerade, dass hier tropft es auch raus. Hier gibt es anscheinend einige Verbindungen, die nicht mehr ganz dicht sind. Na toll. Das ist immer, wenn Mama wo anfängt, man findet dann noch 10 andere Sachen. Aber gut, jetzt hier auch. So lala. Gut, Strom an. An der Stelle ist es tatsächlich dicht, nicht dicht, wie ich befürchtet hatte. Aber das ist nicht schlimm, also weil alle anderen Sachen sind dicht. Und das ist erstmal gar nicht so schlecht. So, mal schauen, ob das dicht ist hier. Ich pumpe nochmal. Das Wasser läuft jetzt hier in den ersten Tank und der zweite füllt sich aber auch mit auf. Brunnenwasser habe ich jetzt leer gezogen. War jetzt nicht super viel, vielleicht 400 Liter. Aber das ist normal. Also am besten ist eigentlich halt öfter zu pumpen, weil dann immer neues Wasser nachkommt. Und ich muss mir jetzt einfach angewöhnen, halt jetzt regelmäßig das hochzupumpen, damit ich die 1200 Liter halt auch voll bekomme und so ein bisschen einen Puffer habe dann für den Sommer. Es ist crazy. Ich habe jetzt meine Wasserkapazität von 600 Liter auf 1200 Liter aufgestockt. Ich baue jetzt fix die Außenküche auf. Ich hatte schon am Tiny House eine Außenküche und habe das immer sehr genossen, die Möglichkeit zu haben, auch draußen zu kochen. Daher habe ich mich sehr über die neue Compact Cook Plus von Naturbummler gefreut. Mit der habe ich nämlich im Handumdrehen eine Außenküche bei mir im Garten mit Gasherd und Waschbecken. Ich habe gestern schon Holunderblütensirup angesetzt, also einfach Holunderblüten mit Zitrone und Wasser. Am Abend zuvor war wunderschöne Abendstimmung und ich habe die Holunderblüten geerntet. Und das Tolle an so einer Küche ist halt, dass man die überall da aufbauen kann, wo man gerade sein möchte. Ich habe letztes Wochenende Freunde da gehabt. Es war mega Wetter. Wir waren die ganze Zeit im Garten und da war das auch super, weil man eben schnell mal Früchte waschen und schneiden kann oder die Hände waschen. Die Compact Cook Plus wurde von Naturbummler für alle Outdoor-Fans entwickelt. Zum Beispiel auch perfekt zum Campen. Man kann sie sehr gut mitnehmen. Perfekt für Leute, die mit Dachzelt unterwegs sind oder mit Wohnwagen oder wie auch immer. Und mit meinem Code ROSA10 kannst du aktuell 10% auf die Campingküche sparen. Die Zitronenmelisse wuchert mir hier gerade wirklich den Garten zu, deshalb reiße ich die aktuell immer mit Wurzel raus und davon kam auch noch was zum Holundersirup. Die Küche hat auch ein Besteckfach und ist generell sehr durchdacht, hochwertig und macht einfach Spaß. Ja, und beim Eingießen habe ich dann natürlich bei jeder Flasche gekleckert und mich gefreut, dass ich die klebliche Angelegenheit nicht im Haus, sondern draußen hatte. Die Küche ist auch super schnell wieder sauber und weggeräumt und für alle Infos und den Rabattcode zur Küche schau gern in die Infobox. Ich glaube, die hatte ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe ja oben im Kräuterbeet Kräuter gesät, die alle komplett gegessen wurden von den Schnecken. Und hier in den Töpfen hatte ich aber auch gesät und das sieht ziemlich gut aus. Es war nur gestern eine Freundin da, die meinte schon, dass das hier zum Beispiel viel zu dicht ist. Das ist der türkische Drachenknopf. Nee, Drachenkopf. Das fühlt sich immer so falsch an. Aber sie meinte, für den ganzen Topf wären so 5 gut gewesen und nicht 30. Ja, könnte man ein bisschen aussortieren.
Das kann ich immer nicht so gut. Oh, passt nicht alles. Tada! Sieht, finde ich, sehr, sehr süß hier aus. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Verantwortung über Rosen und ich weiß, dass es eine große Verantwortung ist. Mein Opa hat nämlich Rosen, sogar sehr viele. Den habe ich auch schon befragt, aua, wie das hier zu handhaben ist. Und der verbringt so viel Zeit mit diesen Rosen. Das ist anscheinend eine ganze Wissenschaft, die man daraus machen kann. Schauen wir mal. Hier der eine Ast, der hat sich ein bisschen verabschiedet. Ach, hier ist auch noch einer. Ja, mache ich das jetzt so einfach? Ja. Also es ist voll stachelig. Obviously. Okay. Schauen wir mal. Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus, finde ich. Es ist unfassbar heiß, gerade hier auf dem Balkon. Es ist unfassbar. Ich habe mich trotzdem noch mal durchgerungen, hier ein bisschen weiterzumachen. Es ist aktuell hier weniger fertig als noch davor. Ich bin noch mal einen Schritt zurückgegangen, bevor ich jetzt wieder vorwärts gehe. Ich habe letztes Mal schon Bretter zugeschnitten und die auch verschraubt gehabt. Aber dann habe ich gemerkt, naja, wenn ich nur von oben öle, dann kann sein, dass sich das Holz so verzieht. Ich wollte eigentlich da so ein bisschen faul sein. Aber es macht schon Sinn, die auch von unten zu ölen. Deswegen habe ich die nochmal runter, damit ich die eben ja, von beiden Seiten behandeln kann. Und jetzt schraube ich auch hier noch ein bisschen die Unterkonstruktion fest, weil ich immer B-Ware kaufe. Also es kommt so ein bisschen auf das Projekt an. Aber jetzt hier für den Balkon brauche ich jetzt keine erste Wahl Holz. So, das muss nicht Premium sein, ohne Astlöcher, ohne alles. Sondern das ist okay, wenn das ein bisschen schief und krumm ist. Und diese Unterlatten hier, die sind wirklich ein bisschen schief und krumm, die beulen sich so aus irgendwie, deswegen muss ich die nochmal ein bisschen besser festmachen. Mittlerweile weiß ich mir ganz gut zu helfen, habe hier einen Eimer, weil das halt eine sehr kleine Werkbank ist, also brauche ich perspektivisch definitiv was Größeres. Und genau, hier sieht man auch, dass das Holz eben keine A-Ware ist. Also hier ist jetzt auf einmal die eine Seite so ein bisschen, ja, da fehlt irgendwie Holz. Aber das ist halt nicht schlimm, weil ich ja nicht die komplette Länge brauche und dann kann ich das einfach wegschneiden. Aber das kalkuliere ich immer halt mit ein, wenn ich dann schon halt B-Ware kaufe quasi, dass eben ein bisschen Ausschuss dabei ist. Das sieht richtig schön aus, finde ich. Also es ist natürlich noch nicht angeschraubt, aber mega cool. Hinten habe ich auch schon welche zugeschnitten, aber da muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Vielleicht muss ich da auch noch was einschneiden. Aber jetzt erstmal hier diese kurzen Stücke neben dem Schornstein. 68. Ja, das sieht gut aus. Ich mache immer ein Probebrettchen, bevor ich viele davon mache, weil ich habe sehr oft so Zahlendreher. So, hier muss ich jetzt eine Ecke einschneiden. Während der Hälfte ist mir aufgefallen, dass das viel, viel besser gewesen wäre mit der Stichsäge. Aber ich war dann schon so weit,
dass ich es dann durchgezogen habe, aber das ist natürlich Quatsch hier. Tada! Es hat tatsächlich auf Anhieb gepasst. Oft muss man noch was nachschneiden, aber diesmal nicht. Ja, hier passen natürlich die Abstände überall noch nicht. Ich habe es noch nicht festgeschraubt. Und ja, jetzt drehe ich die Latten einmal um, damit ich die zuerst von unten öle mit Leinölfirnis. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal seit, bestimmt einem Jahr mal wieder Bananenbrot gebacken. Und das ist einfach richtig gut geworden. Also Bananenbrot sieht jetzt nicht immer mega super aus, aber es schmeckt richtig gut und es ist so cool. Man hat einfach immer einen Snack. Also ich bin begeistert. Ich werde es wieder in mein Leben zurückholen. Ich habe Kaffeesatz endlich. Ich trinke ja selber gar keinen Kaffee. Aber ich hatte Besuch am Wochenende und die haben fleißig Kaffee getrunken. Boah, krass, irgendwie ist das für mich gerade eine neue Erfahrung hier mit diesem... Ja, egal. Also auf jeden Fall haben die ordentlich Kaffee getrunken. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Dünger. Das ist ja verrückt. Das sieht ja aus wie das davor. Kann man das jetzt nicht einfach nochmal verwenden? Das ist wie normaler Kaffee. Naja, ich glaube, das macht man so nicht. Also auf jeden Fall ist das angeblich gut für Tomaten. Außerdem habe ich ganz viele Tipps zum Thema Schnecken bekommen und habe Eier gesammelt. Aber schon die letzten Wochen. Diesen Plan habe ich schon länger verfolgt, weil Eier eben auch eine gute Calciumquelle sind für Pflanzen. Yay! Tada! Wow, cool. Ich glaube, so wie ich das mache, ist das jetzt nicht wirklich krass für die Schnecken, weil da müsste ich ja einen durchgehenden Ring machen. Ich nehme das vor allem auch für das Calcium einfach. So, hier noch ein bisschen Kaffee dazu. Deluxe-Frühstück hier für meine Tomaten. Eier und Kaffee. Ja, die Pflanzen kriegen heute den vollen Nährstoffkick. Denn, oh ja, Brennnesseljauche ist fertig. Man riecht's. Boah. Das Zeug riecht so krass. Das kommt in die Gießkanne. Bisschen vielleicht noch. Boah, ich habe da echt ein bisschen viel angemischt. Na gut. So vielleicht. Aktueller Balkonstand. Tada! Es ist schon relativ eingezogen, es klebt nicht mehr. Wie schön. Ich werde heute noch eine zweite Runde ölen und dann drehe ich es um, schraube es fest, öl wieder zweimal und dann kann ich endlich anfangen, hier mein Sofa zu bauen. Ich hätte gern so ein Sofa hier, weil es ein richtig schöner Ort ist. Gerade heute zum Beispiel hat es 25 Grad und es ist noch relativ früh am Morgen, deswegen geht es noch. Aber da ist es total schön, hier auf dem Balkon so ein bisschen schattigen Rückzug zu haben und in die Baumkronen zu schauen. Jetzt fährt hier gerade der Wind durch. Ist das schön. Okay, das war's für heute.